You give it to the studio office until the 6th of August. Ja, ich erinnere mich noch gut an die Situation der Besichtigung. Es waren unglaublich viele Leute da. Also ich habe mir gleich sowieso 0 Chancen ausgerechnet. Es waren, ich weiß nicht, man geht ja dann irgendwann, das geht ja über 2 Stunden. Aber es waren sicher über 100 Leute da. Und naja, ich habe dann die Bewerbung gemacht, obwohl ich mir wirklich keine Chance ausgerechnet habe, weil es, wie gesagt, diese Unmengen von Künstler und Künstlerinnen, man muss natürlich bedenken, dass auch nicht alle sich immer bei jedem Atelier dann auch wirklich bewerben. Und habe dann halt eine sehr genaue Begründung geschrieben, habe da auch Tipps bekommen, muss ich sagen, von anderen Künstlern, das war sicher auch wichtig. Und habe auch von der ersten Ablehnung gedacht, das und das sollte ich vielleicht anders machen beim nächsten Mal. Ja, dass es befristet ist, finde ich natürlich, ist für mich natürlich nicht von Vorteil, klar. Ja, auf der anderen Seite scheint mir im Moment ist fast das größere Damoklesschwert, dass man überhaupt nicht weiß, ob die Jahre, in denen man sozusagen gefördert wird, ateliermäßig, ob die überhaupt in diesem Atelier voll werden, weil ja überall Atelierhäuser wegfallen aufgrund von ja, Spekulationsobjekte, Häuser werden abgerissen, Luxuswohnen kommt hin. Als ich am Anfang in Berlin noch kein Atelier hatte, das war natürlich schon eine wirklich schwierige Situation, weil es fing dann so an, die Kisten kamen zurück von Ausstellungen. Ich habe dann schon die Transportfirmen versucht zu bequatschen, sie sollen doch die Kisten, also mit den Fotos zum Beispiel, noch behalten, was die aber keine Lust hatten zu machen. Und dann nach und nach fühlte sich zum Beispiel auch die Küche, überall standen meine Arbeiten rum. Also es war einfach wirklich ein fürchterlicher Zustand. Man kann einfach in so einer Wohnung, man kann arbeiten, wenn man diesen Raum hat, kann man sogar eher auch mal in der Wohnung arbeiten, als wenn man den Raum nicht hat. Ja. Also insofern war das für mich total wichtig. Ja. Dann ist es natürlich auch ein Ort, wie gesagt, wo man Leute einladen kann, wo man nicht dieses seltsame Gefühl hat, die stolpern gleich über irgendwie das Bett oder so, ja, sondern hier ist es ein professionelles Umfeld, in dem man Arbeiten ganz anders präsentieren kann. Ja, auch ich zeige hier meine Videoarbeiten, ich zeige Dokumentationen meiner Arbeiten. Ja, ich interessiere mich in meiner Arbeit vor allem für globale Veränderungen und zwar ganz speziell, wie sich die dann auf der jeweiligen lokalen Ebene auswirken. Und dabei interessieren mich vor allem auch Menschen, also das Leben von Menschen, und ich interessiere mich mehr für die Leute, die normalerweise nicht zu den Mächtigen zählen. Ein Beispiel vielleicht zu meiner Arbeit ist das Spiel World Wide Warp, das Spiel um die Zukunft einer Stadt. Das habe ich zum Thema Veränderung unserer Städte entwickelt, ganz speziell allerdings am Beispiel von Wolfsburg, wobei Wolfsburg eine sehr prototypische Stadt ist für die Veränderung. Also es gibt wohl kaum eine Stadt in Deutschland, die so amerikanisiert ist und die man so leicht verändern kann. Und am Beispiel dieser Stadt habe ich eben dieses Brettspiel entwickelt und es dann wirklich so wie ein normales Brettspiel auch produzieren lassen. Also dass man es eben das Format des Brettspiels wirklich adaptiert habe und habe eben versucht, die ganzen Entwicklungen der Stadt in den letzten 10 Jahren, also man muss sagen, das Spiel ist 2004 erschienen wurde auch von sehr vielen Wolfsburgern und Wolfsburgerinnen gekauft, hat insofern funktioniert, dass es wie so eine Art von Virus in die Haushalte der Stadt eingeschleust wurde und wirklich vor Ort auch gespielt wurde und die Leute dann endlich mal selbst kreativ tätig werden konnten, in der Stadtplanung Gebäude abreißen konnten und eben auf die Stadt kreativ einwirken konnten sozusagen. Ja, also zum Glück kann ich momentan von meiner Kunst leben. Also ich lebe nicht sehr luxuriös, also habe kein Auto zum Beispiel oder so, aber es geht und es geht natürlich mal schlechter, mal besser. Es kommt immer drauf an, es ist immer so eine Risikogeschichte, aber ich bin zufrieden, wenn es klappt. Wenn ich ein großes Projekt realisiere, bekomme ich meist auch Honorar. Das ist zum Beispiel eine Einnahmequelle. Die lukrativste Einnahmequelle ist Kunst am Bau. Wenn ich so ein Projekt realisiere, dann kann ich davon auch mal länger von leben. Und dann gibt es noch kleine Geschichten wie auch vermittelnde Sachen wie Lehraufträge, Jurytätigkeiten. Also ich bewerbe mich immer noch, was zum Beispiel meine Cousinen, die im ganz anderen Bereich arbeiten, natürlich gar nicht verstehen können, dass man sich ab einem bestimmten Alter immer noch bewirbt. Ja? Aber ich glaube so, außer man ist ein extrem erfolgreicher Galerienkünstler, Künstlerin, ist es ganz normal, dass man sich immer wieder bewerben muss für Stipendien, für Förderungen.
Ein Blick in die Zukunft wäre natürlich, dass man versucht, trotz dieser extrem schwierigen Situation im Moment weiter Atelierräume zu schaffen, weitere Atelierhäuser zu eröffnen, dass es nicht so ein Nadelöhr ist, durch das man durch muss als Künstler und das sozusagen der Preis im Lotto, wenn man dann so ein Atelier bekommen hat, sondern dass es wirklich eine reale Chance besteht, ja, eins zu bekommen, das man eben auch finanzieren kann. Und dafür muss natürlich in die Zukunft, muss die Stadt einfach wirklich auch an die Künstlerinnen und Künstler denken, die es hier gibt und nicht einfach nur, sagen wir mal, den Mehrwert abziehen, die Lukrativität der Stadt, die ja durch die ganze freie Szene gegeben ist, davon profitieren und dann nichts zurückgeben an die Künstlerinnen und Künstler. Man weiß ja auch, wenn man fragt, dass ein hoher Prozentsatz von Touristen und Touristinnen nur deswegen nach Berlin kommen, weil sie sich für freie Kunst und Kultur interessieren. Ja? Also nicht nur jetzt in die etablierte Kultur wie Oper und so weiter gehen, sondern eben auch sich Projekträume anschauen. Und da ist ja Berlin nun wirklich sicherlich die spannendste Stadt Deutschlands, wenn nicht gar Europas. Und im Moment ist natürlich die Gefahr, dass das kippt. Ja? Dass wenn diese Räume immer weniger zu halten sind und wenn die Künstler hier immer weniger weiterleben können, weil sie es sich schlichtweg nicht mehr leisten können, wird auch die Attraktivität von Berlin zurückgehen, ist ganz klar. Ich finde, es fängt schon an. Also man merkt es schon eigentlich, dass es zurückgeht. Und in anderen Städten höre ich dann so Sprüche wie, die Berliner Zeit ist vorbei. Ja? Was man schon ein bisschen nachvollziehen kann, weil die ganzen, also für mich ist die spannend im Moment an Berlin ja auch gerade diese Räume, die überall aufgemacht haben, wieder geschlossen haben, an anderen Orten aufgemacht haben und immer mit neuen Leuten verschiedene Kultur-, Kunstangebote produziert haben. Ja.